Nachrichten Lokalzeit kompakt. Im Dezember 2016 hat es in Geldern gebrannt, und zwar bei Unimicron. Also viele von Ihnen kennen es wahrscheinlich noch unter dem Namen Juwelwerke. Glücklicherweise gab es keine Verletzten, aber wirklich einen unfassbaren finanziellen Schaden. Jetzt laufen die Maschinen wieder. Shadia Hamadeh, du bist in Geldern, das neue Werk steht. Die Frage, können jetzt auch alle wieder loslegen? Ja, es geht wieder zur Sache, und wenn man sich immer so umguckt, überall sind wirklich die Menschen und probieren schon mal die Anlagen aus, denn in etwa 3 bis 4 Wochen geht es hier dann wirklich richtig wieder zur Sache. Aber damit auch alle wissen, worüber wir sprechen, wir reden über die sogenannten Leiterplatten, und das haben Sie zu Hause garantiert, auf jeden Fall im Handy, im Auto oder auf Ihrer Photovoltaikanlage. Und jetzt ist es eines wirklich der modernsten Werke in ganz Europa. Das ist ein Roboter, der greift sich diese Leiterplatten, legt sie in diese Maschine und kontrolliert sozusagen die Geometrie dieser Oberfläche. Und das, was der Roboter da macht, hat es die Dorothea Schimanski gemacht. Frau Schimanski, ganz kurz, der Roboter ist jetzt da, hat Ihren Job aber nicht weggenommen. Wie geht's Ihnen? Mir geht gut, der hat nicht weggenommen, der entlastet uns, und darum haben wir jetzt mehr Zeit, um auf die Qualität sich konzentrieren, weil Qualität steht bei uns an erster Stelle. Ja, wunderbar, herzlichen Dank Ihnen auf jeden Fall, viel Vergnügen an Ihrer Maschine. So, wir haben uns hier vorhin im Werk mal so ein bisschen umgesehen, und hier gibt es verschiedene Lichtverhältnisse. Also jetzt bitte nicht wundern, wenn das Bild ein bisschen gelb wird. Das liegt daran, dass die Oberfläche dieser Leiterplatten doch sehr, sehr empfindlich ist, und wenn dann die Belichtung einfach nicht stimmt, kann es halt auch schon mal zu Fehlern kommen. Ja, hier sind schon die Programmierer am Werk, und überall wird geschraubt und sich auf die Maschinen eingelassen. Also ja, hier ist noch jede Menge zu tun, und wir stehen jetzt hier an einem Gerät, was sozusagen kontrolliert, ob es einen Fehler gegeben hat im System. Aber die eigentliche Frage, die ich Ihnen jetzt stellen möchte: Sind Sie glücklich, einer der Mitarbeiter hier, sind Sie glücklich, dass es jetzt endlich wieder losgeht? Ja, ich freue mich unheimlich, dass es hier losgeht. Wir haben eine lange Zeit gebraucht und viel in kurzer Zeit geschafft, wie Sie hier sehen. Und das macht mich total stolz, mit meinen Mitarbeitern hier so gut arbeiten zu können. Ja, wunderbar. Dann Ihnen einen guten Abend noch und noch viel Vergnügen bei der Arbeit. So, hier vorne wird viel probiert. Da sehen wir auf jeden Fall schon mal die Riege der Geschäftsführung. Ja, das sind einmal die Prokuristen und einmal der Geschäftsführer, ich wollte schon sagen Gerard van Dierendonck. Das waren wirklich wilde Monate jetzt, ne? Für Sie auch und Ihr ganzes Unternehmen. Werfen wir erstmal einen Blick gemeinsam auf Bilder, die wir da festgehalten haben. Es war der 28. Dezember. Wie haben Sie es erfahren? Ja, das war für mich wirklich, ich meine, wir haben 3 Jahre unglaublich hart gearbeitet, um für die Firma zu machen, was es damals war. Und dann auf einmal, eigentlich in ein paar Stunden, ist alles weg. Das ist unglaublich, das kann man nicht fassen. Das ist Wahnsinn. Man mag es eigentlich gar nicht sagen, aber Sie führen tatsächlich, damit haben Sie vorhin kurz erzählt, die Top 10 der Versicherungsschäden an in Deutschland mit etwa 80 Millionen. Was bedeutet das jetzt? Ja, das bedeutet, dass alle ganz kritisch nach dich gucken, ja, und dass wirklich geguckt wird, ist das Recht, was da gefragt wird, was die claimen und so weiter und so fort. Das geht nicht einfach. Das ist wie Sie privat bei Versicherungen was claimen, so geht es bei uns auch. Wenn Sie sich jetzt so umgucken und Ihre Mitarbeiter so sehen, wir haben die ja von noch erlebt, die sind alle wahnsinnig motiviert. Was macht das so mit Ihnen jetzt? Ich glaube jetzt, wir sind besser aus dem Brand gekommen, als wir in den Brand reingegangen sind. Das sind gute Worte. Ihnen weiterhin viel Erfolg. Vielen lieben Dank. Ja, und ich würde sagen, eine Sache hatte ich mir noch zu sagen. Die Azubi-Stellen für dieses Jahr sind alle schon vergeben, aber vielleicht für kommendes Jahr wäre das was. Industriekaufmänner, Maschinen- und Anlagenbauer. Also das ist auf jeden Fall mal eine Bewerbung wert. Also ist ein schönes Unternehmen, und wir freuen uns, dass wir hier sein durften. Vielen Dank, liebe Shadia, Grüße nach Geldern. Danke an meine Kollegin. Es schien tatsächlich wie